Hallo zusammen, ich bin der Tobias Und ich bin die Anna. und wir zwei sind heute zusammen im Pfälzerwald unterwegs. Und zwar im südlichen Teil des Pfälzerwaldes in der Urlaubsregion Hauenstein. Und heute geht's auf den Dimbacher Buntsandstein-Höhenweg. Das ist ein kleiner Rundweg mit etwa 10 Kilometern Länge und 400 Höhenmetern. Und wie ihr sehen könnt, sind wir hier schon mittendrin. Und neben dem namensgebenden Buntsandstein, der hier schön zu sehen ist, hatten wir bislang auch schon super Fernsichten und ganz tolle schmale Pfade. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wie wir jetzt hierher gekommen sind und wie es von hier aus wieder weitergeht, Dann kommt mit und wir schauen es uns gemeinsam an. Start des Wanderweges war etwas außerhalb von Dimbach an einem Wanderparkplatz. Kurz den Wegverlauf studiert und schon ging es los in Richtung Buntsandsteinfelsen. Und da es dem Namen nach ein Höhenweg sein sollte, ging es, wie sollte es auch anders sein, erstmal auf die Höhe hinauf. Dass ein Baum mal quer über den Wanderweg gefallen ist, kannten wir ja schon. Aber wie dieser hier mitten auf dem Weg in seine Position kam, konnten wir uns nicht erklären. Da müsste schon ein Riese Speerwerfen geübt haben. Auf der Höhe angekommen, erwartete uns auch direkt der erste Buntsandsteinfelsen, der Falkenstein. ja, hier sind wir jetzt am ersten Buntsandsteinfelsen auf dem Dimbacher Buntsandstein-Höhenweg angekommen. Das hier ist der Falkenstein. Ja, Falkensteine scheint es überall zu geben. Wir waren ja gerade letztes Wochenende, also sprich vor 2 Videos, im Allgäu unterwegs und haben da die höchste Burgruine Deutschlands besichtigt, die Burg Falkenstein auf dem Falkenstein. Ja, nicht ganz so groß dimensioniert, aber sehr hübsch. Wohl wahr. Und bei dem namhaften und ansehnlichen Einstieg hatten wir hohe Erwartungen an die Tour, die nicht enttäuscht werden sollten. Wenig verwunderlich kamen wir auf den ersten Metern des Höhenweges nur langsam voran, bestaunten wir doch jeden auf dem Weg liegenden Felsen. Toll, gerade mal ein paar Meter weiter sind wir schon wieder am nächsten großen Sandsteinfelsen. Das ist jetzt der hohe Kopf hier. Wahrscheinlich im Sommer oder sagen wir mal bei etwas wärmerem Wetter bestimmt ein gut besuchtes Ausflugsziel, wo auch so einige hier sich am Klettern versuchen. Für uns ist das jetzt heute eher nix, aber das bisschen was geht, probiere ich mal. So. Anne will sich an den Fels wagen. Na, da sind wir doch mal gespannt, wie es unserer Bergziege dabei ergeht. Da ist wohl wer nach dem langen, nassen Winter etwas eingerostet. Aber geschafft. Dann schauen wir mal, ob Tobi es besser macht. Ich komme nicht weiter. Vorsicht, fall nicht. Ist nämlich ein bisschen glitschig. Also bei der Mega-Aussicht von hier oben musste der Tobi jetzt halt doch mir hinterher klettern. Hat ja auch dann mehr oder weniger gut funktioniert. Ich möchte anmerken, ich muss ihr wieder hinterher, nicht umgekehrt. Aber ich verschaffe euch hier jetzt noch einen tollen Ausblick, weil den sieht man von da unten nämlich so nicht. Der ist in der Tat ziemlich geil. Gut, dass die Bäume im Blickfeld noch recht kahl waren. So konnten wir vom Felsen aus wunderbar in die Ferne blicken.
jetzt geht es wieder runter vom Fels. Mal schauen, ob das besser klappt. Jetzt hänge ich wahrscheinlich mit meinem Rucksack dazwischen drin. Also Rucksackklettern ist gar nicht so ohne. Deswegen habe ich ihn ja auch rausgezogen. Da ist das Bein zu kurz. Oh Gott. Wohl dem der Spagat kommt. Ja. Also ich kann keinen Spagat. Und da ich ganz bestimmt keinen Spagat kann und noch ein wenig von oben filmen wollte, habe ich mir den Abstieg an dieser Stelle vorerst gespart. Wie sich gleich zeigen wird, war das eine gute Entscheidung. Ich habe durch meine Füße gesetzt gerade. So, Kommentar dazu. Ja, Tobi hat wieder glorreich Rucksacktaxi gefunden. Er hat einen besseren Abstieg entdeckt. Einfach geradeaus weiter. Ja, aber die Kletterei war trotzdem lustig. So, ich übernehme dann wieder. Er ist schon ein Fuchs, der Tobi. Aber fairerweise muss man sagen, wenn man mit ihm unterwegs ist und anfängt zu schwächeln, übernimmt er auch von anderen mal das Gepäck. Und als ob der Weg allein bisher nicht schon genug zu bieten hatte, nutzten wir direkt die erstbeste Gelegenheit für einen Abstecher. Den Aussichtspunkt nehmen wir doch noch mit, oder? Was uns nicht ganz klar war, es ging ein gutes Stück hinab zum Kaftenstein. Aber es lohnte sich. Nun denn, was wir eben hinuntergingen, durften wir jetzt wieder nach oben wandern. Es leben die Extrahöhenmeter. Ja, jetzt waren wir gerade am Aussichtsfelsen, sind wieder hochgekommen und stellen fest, der Weg hier vorne ist gesperrt. Stand jetzt nicht im Internet beim Weg, hatten vorher extra geguckt, ob er frei begehbar ist. Ja, ist jetzt ein bisschen doof. Hab jetzt mal eben schon im Handy geguckt auf der App. Also an dem Aussichtsfelsen kann man wohl vorbeilaufen, gibt es eventuell einen Weg, das gucken wir jetzt. Und unten dann gibt es wohl einen breiten Forstweg und da können wir das eventuell umgehen. Schauen wir mal, ob es klappt. Runter, wieder hoch und weil es so schön war, wieder runter. Wenn das mal kein Training ist. Glücklicherweise führte am Kaftenstein tatsächlich ein gut erkennbarer Pfad vorbei nach unten. Ja, hier wären wir eigentlich jetzt runtergekommen, wenn wir dem Weg hätten folgen können. Bisschen spannend ist, dass hier jetzt keine Markierung ist mit Artenschutz und Sperrung. Die hat man dann wahrscheinlich irgendwo oben kurz vorher. Habe jetzt auch eben nochmal fix geguckt, also weder auf der Homepage von der Urlaubsregion Hauenstein, wo die Tour drauf ist, noch bei AutoActive habe ich da irgendeinen Hinweis auf die Sperrung gefunden. Und am Start vom Weg, am Wanderparkplatz, war auch nichts ausgeschrieben. Also ja, ich finde das immer schade. So ein Hinweis am Start bzw. auf der Homepage ist dann schon hilfreich, dass man weiß, worauf man sich einlässt oder ob man das dann vielleicht auch an einem anderen Tag wandert. Aber gut, wir machen jetzt mal weiter. Da lachen uns sogar die Raben aus. Naja, der Umweg war zum Glück nicht allzu groß und es sollte bei dem einen verpassten Buntsandsteinfelsen bleiben.
Was bei mir heute das Klettern war, war beim Tobi heute das Bergaufwandern. Selbst für seinen gewohnten Berggang war er heute ganz schön langsam und steuerte sogleich auch die erste Bank an. Lange gerastet hat er dann aber nicht, gab es von hier aus doch noch einen kleinen Abstecher zu einem weiteren Aussichtspunkt. So schön die Aussicht hier auch war. Hätten wir gewusst, welch schöner Aussichtspunkt uns ein paar Meter weiter direkt am Weg erwartete, hätten wir die Zeit lieber dort genutzt, um zu verweilen. Anne war direkt schockverliebt und machte es sich bequem. Da wir allerdings schon recht viel Zeit bis hierhin verdrödelt hatten, machten wir uns dann aber doch alsbald wieder daran, den Weg weiter zu erwandern. Ihr fragt euch, warum es hier auf dem Weg bzw. im Pfälzerwald so viele Buntsandsteinfelsen gibt? Wir sind zwar keine Geologen, aber verstanden haben wir das so. Der Entstehungsprozess begann vor rund 250 Millionen Jahren im Erdzeitalter des Trias. In einem wüstenartigen Klima lagerte sich Sand ab, der sich über die Zeit zu Schichten von Buntsandstein verfestigte. Ab einer Zeit vor etwa 50 Millionen Jahren wurde er dann durch Erosion wieder freigelegt und geformt. Die heutige Gestalt erhielten die Buntsandsteinfelsen dann in der Zeit von vor 5 Millionen Jahren bis vor gerade einmal 10.000 Jahren. Mit anderen Worten, das hat ganz schön lange gedauert. Zum Thema Dauern: Unsere Wanderung dauert immer noch an. Im Mittelteil war von der Höhe des Weges allerdings wenig zu sehen, wanderten wir jedoch durchs Tal auf breitem Forstweg. Aber weil es oben so schön ist in der Gegend, mussten wir das Tal nicht allzu lange durchschreiten und es ging wieder bergauf. Ah ja, Ursachen für die verschiedenen Färbungen von Buntsandstein. Ist schon spannend, was man hier alles erfährt. In der Tat. Von diesen Tafeln gibt es auf dem Weg 12 Stück und man erfährt darauf eine ganze Menge, wie zum Beispiel über die Entstehung der Felsen. Ach so, was mit der Farbe ist, wollt ihr jetzt natürlich auch wissen. Die rote Färbung rührt von rotem Eisenoxid her, welches sich vor rund 250 Millionen Jahren, als hier Wüste war, um Quarzkörner, dem Hauptbestandteil von Buntsandstein, abgelagert hat. Die verschiedenen helleren Färbungen rühren daher, dass die Quarzkörner von Natur aus hellgrau bis weiß sind und das Eisenoxid von Wind und Wasser über die Jahrmillionen vom Quarz abgerieben bzw. herausgelöst wurden. Ihr seht, neben der körperlichen Fitness tut man auf diesem Weg auch einiges für sein geologisches Verständnis. Hier hinten könnt ihr übrigens Annes neue Liebe, den Rötzenfelsen, nochmal sehen. Auch aus der Ferne macht er echt was her. Vor lauter schönen Fernblicken lohnt ab und an auch mal ein Blick vor die eigenen Füße. Waren wir an dem Tag doch nicht die einzigen, die das Premiumwetter und die wärmenden Sonnenstrahlen in vollen Zügen genossen. Es war aber auch ein echt herrlicher Tag. Passend zu Weg und Wetter war unsere Stimmung blendend, sodass wir am Weg befindliche Grenzsteine für die ein oder andere Blödelei nutzten. Jetzt nochmal Karate Kid. Den kann ich doch nicht. Nur, dass du dich lustig machen kannst.
Ja, Kannst du selber mal Karate und üben. alle Welt mit mir. Ja, genau. Danke. Und wie geht der jetzt? Ich weiß es nach wie vor nicht. Beinchen vorne hoch, Ärmchen vorne hoch, nach vorne hoch, gebogen, nach oben, ja, fassen jetzt die Hand runter, naja. Wie die Hand runter. Ja. Ich weiß nicht, wie das Ding auszusehen hat. Keine Ahnung. Ich fliege einfach. Äh. Nein, mit dem Bauch. Das ist ja einfach. Du hier das Beinchen heben, diesen dort und dann hier und dann mit so. dem linken treten. Ja, dann tritt mal, aber fall nicht runter. Moment. Nee, ja. Nein, mach mal, leg dich mal auf den Bauch. Wie ich vorhin gemacht habe. Mit Rucksack gar nicht mal so einfach. Und dann fliegen. Beine richtig hoch hinten. Ja. Hallo? Ist der Bauch im Weg? Was ist los? Das sieht irgendwie komisch aus. Aber die Beine hoch. Die sind nicht oben. Wir Ja. sind oben. Nein, Ja, sind sie nicht. Natürlich. Das muss ich mal vergleichen, ob meine auch so weit unten sind. Sieht man ja selber nicht. So, und da haben wir dann die Rentner-Variante. So weit sind wir noch nicht, oder? Nur von dir, ich finde das okay. Also das andere war sehr viel lustiger. So, Tobi findet die Variante mit dem Sitzen gar nicht mal schlecht. Nun, vielleicht erklärt das auch seinen Unwillen, einen dritten Abstecher zu einem Aussichtspunkt einzulegen. Ja, hier hätten wir jetzt nochmal eine dritte Option für einen Aussichtspunkt. Das wären aber nochmal 300 Meter diese Richtung bergab und 300 Meter wieder bergauf. Ja, wir sind jetzt 200 Kilometer vom Ziel. Ja, den dritten Aussichtspunkt schenken wir uns heute. Außerdem sehen wir gerade, da hinten läuft der Rimbachsteig lang. Den wollen wir noch laufen. Von daher kommen wir da auch irgendwann mal noch vorbei. Da hat der Tobi ja gerade noch mal die Kurve bekommen mit seiner Ausrede. Ich glaube ja eher, er war einfach schon etwas müder, als er zugeben wollte. Das letzte Viertel des Weges glich nun eher einem vergleichsweise lockerem Auslaufen. Die Felsen wurden weniger und der Weg ging langsam aber sicher bergab in Richtung Dimbach. Einer letzten Herausforderung mussten wir uns aber noch stellen, war der Weg doch kurz vom Ort versperrt. Mal schauen, ob Tobis Kraft dafür noch reicht. Geschafft. Nun noch durch den Ort und dann war der Wanderparkplatz auch schon so gut wie erreicht. Da haben wir es geschafft. Der Dimbacher Buntsandsteinhöhenweg ist gewandert. Und er war super. Gleich vom Start weg, schmale Pfade, steil den Berg hoch in Serpentinen. Und das Tolle ist, der hat auch die Qualität gehalten. Wirklich den ganzen Weg durch. Viele schmale Pfade, viele tolle Aussichten und tolle Sandsteinformationen. Ja, also von diesen Buntsandsteinfelsen bekommt ihr noch und nöcher. Man ist am Ende, man darf es ja eigentlich gar nicht so laut sagen, fast schon ein bisschen übersättigt davon. Aber
vom Prinzip her einer schöner wie der andere, sage ich jetzt mal. Vor Also allem, das hat richtig Laune gemacht. Vor allem, wenn man auch noch ein bisschen Zeit mitbringt. Ich meine, mit der Filmerei hier und da, wir halten ja und gucken es uns auch mal ein bisschen an. Aber gerade bei den Aussichtspunkten, da ist es schon schön, wenn man ein bisschen verweilen kann, würde ich sagen, wenn das Wetter jetzt so wie heute so toll ist. Ja, also da hatten wir heute auch einen super Tag erwischt. Premium-Wetter, bisschen Sahara-Staub, aber da kann man mal drüber wegschauen. Ja, also wir sind rundum zufrieden mit dem Weg. Ganz kleine Abzüge in der B-Note. Ich habe es im Video ja schon mal angesprochen. Das mit der Wegsperrung, der ja unvorhergesehen war, ein bisschen doof. Also grundsätzlich ist es natürlich wichtig und richtig, dass man Wege auch mal sperrt, wenn da irgendwelche Vögel brüten, Tiere leben, wie auch immer. Man soll es nur entsprechend kommunizieren, beziehungsweise dann auch mal eine kleine Umleitung ausschildern. Das wäre ganz nett dann auch. Ja, und zum Thema Ausschildern, die Markierungen auf dem Weg insgesamt waren Durchweg gut, ich hätte ihn auch gefunden. keine größeren Aussetzer gesehen. Wie gesagt, bis auf die fehlende Umleitungsbeschilderung an der Stelle. Aber ja, kann man lassen. Da haben wir es schon ganz anders erlebt. Also, ja. nee, also war wirklich gut, muss man sagen. Gut, und dann würde ich auch sagen, von uns war's das für dieses Mal wieder. Wir hoffen, euch hat's gefallen, uns zu begleiten. Euch wie immer viel Spaß beim Wandern. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.